Herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Norminfo-Service von Phoenix Contact. Im heutigen Video geht es um die Zusammenhänge zwischen dem Amtsblatt der Europäischen Union und den Durchführungsbeschlüssen. Doch bevor wir damit starten, nochmal ein großes Dankeschön an die Zuschauer des letzten Videos und für die eingereichten Fragen, die uns in der Zwischenzeit erreicht haben. Einige dieser Fragen werden wir genau heute in diesem Video beantworten und damit kommen wir auch quasi schon zur ersten Frage, die da lautet: Warum sind das Amtsblatt der Europäischen Union und die Durchführungsbeschlüsse für den Maschinenhersteller so wichtig, Olaf? Um die Konformität zur Maschinenrichtlinie herzustellen, können harmonisierte Normen herangezogen werden. Diese Normen sind in den EU-Amtsblättern und in den Durchführungsbeschlüssen aufgelistet. Wichtig hierbei ist, dass ausschließlich diese gelisteten Normen eine Vermutungswirkung auslösen können. Und was bedeutet diese Vermutungswirkung für den Anwender einer harmonisierten Norm? Gibt es dazu auch Vorgaben aus der Maschinenrichtlinie? Auch harmonisierte Normen haben keine Gesetzeskraft. Aber wer diese Normen allerdings anwendet, kann davon ausgehen, dass die in der Maschinenrichtlinie aufgelisteten Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen auch erfüllt werden. Die Zusammenhänge zu diesen harmonisierten Normen sind im Artikel 7 der Maschinenrichtlinie dargestellt. Wie kann man erkennen, welche Anforderungen der Maschinenrichtlinie durch eine Norm spezifiziert wurden? Der konkrete Zusammenhang zur Maschinenrichtlinie ist im Anhang Z der harmonisierten Normen aufgeführt. Zum Beispiel wird in der EN ISO 13849 im Teil 1 konkret auf das Kapitel 1.2.1 der Maschinenrichtlinie referenziert. Dieses Kapitel beschreibt ausschließlich die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen. Und welche Informationen ergeben sich aus der Konformitätsvermutung bezüglich des Amtsblatt der Europäischen Union und den Durchführungsbeschlüssen? Die Amtsblätter machen Angaben zu abgestuften Konformitätsvermutungen für A, B und C-Normen. Den C-Normen wird die höchste Konformitätsvermutung zugesprochen. Okay, wenn ich ja Normen verwende, die haben ja einen unterschiedlichen Ausgabestand. Und wie erkenne ich denn jetzt, welcher Ausgabestand meiner Norm denn auch entsprechend harmonisiert ist und die Vermutungswirkung auslöst? Für die Norm im Norminfo-Service findet man diese Informationen und Zusammenhänge in der jeweiligen Beschreibung. Für alle weiteren Normen ist eine Evaluierung über die Amtsblätter und Durchführungsbeschlüsse erforderlich. Welches Amtsblatt und welche Durchführungsbeschlüsse müssen berücksichtigt werden, um eine Aussage treffen zu können, ob eine Norm entsprechend harmonisiert ist oder nicht? Zum heutigen Zeitpunkt sind das ein Amtsblatt und 7 Durchführungsbeschlüsse, die alle bei der Evaluierung berücksichtigt werden müssen. Ein Amtsblatt, 7 Durchführungsbeschlüsse, das klingt nicht ganz trivial. Warum müssen denn so viele Dokumente gleichzeitig berücksichtigt werden? Ich erinnere mich, früher haben wir immer gesagt, es gibt ein Amtsblatt. Ja, das ist deshalb so, weil die 7 Durchführungsbeschlüsse sich alle direkt wie auch indirekt auf das Amtsblatt C92.1 beziehen. Somit müssen alle Dokumente in die Evaluierung einbezogen werden. Und wo findet man eine Beschreibung genau dieser Zusammenhänge und wie bekommt man Zugang zum Amtsblatt und zu den Durchführungsbeschlüssen? Im Norminfo-Service sind diese Zusammenhänge alle grafisch dargestellt. Das Amtsblatt und die Durchführungsbeschlüsse sind über Hyperlinks direkt aus dem Norminfo-Service erreichbar. Ja, Olaf, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Das Ganze ist doch nicht so trivial, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wir haben heute über das Thema Amtsblatt der Europäischen Union und Durchführungsbeschlüsse gesprochen. Wir haben 7 Durchführungsbeschlüsse, wir haben ein Amtsblatt und wie das Ganze zusammenhängt, das haben wir für Sie grafisch aufbereitet im Norminfo-Service. Das Ganze finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Maschinenrichtlinie. Das Ganze haben wir grafisch aufbereitet. Und in dieser grafischen Darstellung haben Sie quasi auch eine Verlinkung zum Amtsblatt der Europäischen Union, aber auch zu den Durchführungsbeschlüssen. Für die Norm, die wir im Rahmen des Norminfo-Service für Sie beobachten, haben Sie die direkte Verlinkung zu den Durchführungsbeschluss oder zu dem Amtsblatt der Europäischen Union. Das soll es auch schon gewesen sein an dieser Stelle. Wie gewohnt der Hinweis, wenn Sie weitere Fragen für uns haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an services@phoenixcontact.de
oder senden Sie Ihre Fragen, Anregungen, Wünsche gerne hier unten in den Videokommentar. Ich sage vielen Dank, Olaf, vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie informiert.